Liebe Fische, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für euch. Überraschung, was du nicht kommen siehst. Schauen wir uns hier in diesem Video an, mit was du überhaupt nicht rechnest, was aber um die Ecke steht. Das daraus Resultierende. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Fische. Neue Ideen. Oh, mir wird schwindelig. Einige von euch oder gar nur ein einziger Fisch können Influencer werden. Neue Ideen. Ideen, die ich höre, die programmiert werden müssen, die für so als Langzeitobjekt, Langzeitziel sind, sagen sie. Es ist eine Idee, die du nicht gleich, die du bekommst und nicht sofort morgen in die Tat umsetzen kannst. Es ist eine Planung. Auch, wie wunderbar, auch da ist schon der Fisch, die Fische. Gut möglich auch, dass du plötzliche Reiselust bekommst, eine Reise planst oder aber auch kurz vorm Aufbruch bist. Es geht sehr, sehr stark um zwischenmenschliche Beziehungen, lieber Fisch. Es geht um deine Verletzlichkeit. Es geht um die Verletzlichkeit anderer. Und es geht um einen regen Austausch mit der Ferne. Immer der Sonne entgegen, lieber Fisch. Das sollte dein Motto sein. Von Sonnenstrahlen umhüllt. Tulpen für dich sehr, sehr ausschlaggebend. Gut möglich, dass du Post bekommst. Diese Post, also mit Post ist gemeint eine Nachricht, ein Brief, eine E-Mail, was auch immer. Also eine Botschaft, die auf dich zukommt von jemandem, sie sagen, wow, sie sagen, sehr, sehr viel spielt dort mit eine Rolle. Es ist etwas, sie sagen, ein Licht, das in der Ferne glänzt, von dem du dich sehr angezogen fühlst, von dem du mehr wissen möchtest. Es ist aber auch ein Licht, das blenden kann. Ein Licht, das so hell strahlt, dass es blendet. Es kann dich aber auch anders gesehen blenden. Nämlich, dass etwas gezeigt wird, was gar nicht vorhanden ist. Von stürmischen Zeiten sehnst du dich in ruhige Gewässer. Ich denke, lieber Fisch, durch diese Botschaft, die dich da ereilt, gibst du dir einen Ruck, beziehungsweise bist mit neuen Themen, neuen Interessengebieten konfrontiert, bewusst gesagt konfrontiert, weil sie plötzlich da sind. Auch gut möglich, dass du sehr, sehr viel hinterfragst. Schreibe auf, denn es ist viel, was da kommt und wir tendieren ja oft zu verwechseln, zu vergessen. Und so schreibe auf. Deine
Worte werden in der Ferne erklingen. Deine Worte, vielleicht die Antwort auf diese Botschaft, die dich ereilt, deine Worte werden, sie sagen, nicht nur auf die Waagschale gelegt, sondern sie werden sehr ernst genommen. Eine Straußenfeder ausschlaggebend. Achte bitte auf deine rechte Hand. Wie dem auch sei, lieber Fisch, die Ferne ruft. Fingerabdrücke. Leichtigkeit. Ja. Lieber Fisch, kommen wir zurück zum Licht, das da blendet. Gut möglich, dass all dies ein Thema der Kontrolle ist. Denn wie hier der Vogel im wunderschönen Käfig, wer Singvögel im Käfig hält, erzwingen wollen, in Sicherheit wägen. Nach Freiheit rufend, weil man sich gefangen fühlt, unfrei eingekesselt. Vielleicht deswegen die Abenteuerlust, in die Ferne zu gehen, das Neue zu erkunden. Was hält dich? Was hält dich unfrei? Wo fühlst du dich unfrei? Im Zwischenmenschlichen. Von wem fühlst du dich kontrolliert? Oder wen kontrollierst du? Der schönste Gesang ist das für dich. Wie der Gefangenenchor? Oder soll es der Chor in Freiheit sein? Wonach rufst du? Sei ehrlich zu dir selbst, lieber Fisch. Achte auf die Botschaften, die da zu dir kommen, die Angebote, die dir gemacht werden. Achte auf die Impulse, die du hast und die Idee, die daraus herauswachsen kann, ist für dich die Lösung. Dort, wo du erkennst, dass genommen wird, gar ausgenutzt wird, wirst du drastisch einen Keil
dazwischen treiben und die Energien für dich behalten. Und ich sage dir noch was. Diese Abenteuerlust, die Reise, die du tun wirst, auch unter dem Vorwand, jemanden besuchen zu wollen, wirst du alleine tun. Und vielleicht unterwegs einen abrupten Richtungswechsel haben. Das bedeutet, auch wenn das Vorhaben war, ich plane die Reise dorthin, wirst du unterwegs dann doch ganz woanders hin wollen. Denn auf dieser Reise wird dir klar werden, wie einengend es für dich ist. Und in diesem Moment wirst du deine Verletzlichkeit preisgeben. Denn du erkennst, worum es wirklich geht. Wir machen weiter im Extended. Ich warte dort auf dich. Ciao.